Herzlich willkommen zu unserem Kongress Bewusstsein sich selbst sein. Feel kindly welcome to our Congress, Being Conscious, Being Yourself. Heute haben wir das Vergnügen mit Walter Hommelsheim. Today we'll have an interview with Walter Hommelsheim. Hallo. Hi. Hallo, Walter, du warst lange Zeit auf den Kanarischen Inseln tätig. Walter, you've been active for a long time on the Canary Islands. Mit Ladengeschäften. You had shops there. Mit eigener Textilmarke. You had your own textile brand. Und auf deinem Weg bist du dann Transformationscoach geworden. Machst And then you turned into a transformational coach. heute auch Seminare und Beratungen. And nowadays you give seminars and do consulting. Ja. Yeah. Meine erste Frage ist, was bedeutet für dich Bewusstsein, sich selbst sein? My first question to you is, what does being conscious, being yourself, mean for you? Ja, Bewusstsein bedeutet für mich tatsächlich bewusstes Sein. To me, consciousness means simply conscious being, Mit dem, was ich fühle, mit dem, was ich tue und mit dem, was ich denke. Und das conscious being with what I feel, what I do and what I think. ist letztendlich, das unterscheidet sozusagen mein jetziges Leben sehr von dem, was ich vorher gelebt habe. And that's really a big difference in between the life I'm living now and the life I lived before. Ich war sehr unbewusst mit all diesen 4 Werkzeugen und I was really not conscious about all those tools. bin letztendlich mehr reaktiv aufs Leben gewesen. Also And kept reacting to life. ich habe geschaut, okay, was muss ich hiermit machen, was muss ich damit machen, und es war letztendlich And I kept looking, well, what do I have to do here, what I have to do there? ein Reagieren auf das Leben, So it always was a reacting to life. und ich war mir überhaupt nicht bewusst dessen, was in mir vorgeht. Ich And I absolutely wasn't conscious about what is happening within me. war hauptsächlich im Außen, I usually was perceiving outside, geschaut, was wollen die anderen, wie kann ich es hier richtig machen, wie kann was looking, what do the others want? How can I do it right here? ich es da richtig machen. What can I do right in the other place? Und letztendlich, ich war mir meiner selbst, auch meines Körpers, meiner Gefühle nicht bewusst. And well, in the end, I wasn't conscious about myself, about my body, about my feelings. Und ich hatte mich auch ein gutes Stück abgeschnitten von meinen Gefühlen. Das habe ich And I really had cut off myself from my feelings. natürlich erst nachher gemerkt, weil ich sozusagen hauptsächlich im Kopf war. And of course, I realized this only later, because at that time I was mainly in my head. Und versucht habe, mein Leben war auch gut soweit, ja. Also ich hatte ein schönes Leben And my life was quite okay. It was a nice life. auf den Kanaren. Doch es ging mir sehr darum, was denken die anderen von mir, wie komme ich hier an, wie komme ich da an. But I kept thinking, what do the others think about me? How am I perceived here? What do they think about me? Und letztendlich blieb irgendwann so ein Gefühl, ja, das kann nicht alles sein. Well, and somewhere in the end, a feeling was there, well, this cannot be all. Ja, und da bin ich dann plötzlich irgendwann durch eine Lebenskrise tatsächlich aufgewacht. And then I really woke up through a life crisis. Und es war natürlich erstmal schmerzlich, aber ich bin mir bewusst geworden, dass in mir sehr viel passiert. And of course, that was painful in the beginning, but I became conscious that within me a lot is happening. Was ich immer aufs Außen geschoben habe, wo ich gesagt habe, die sind schuld oder Things were happening that I kept pushing outwards. I said, it's their fault. ja, ich war mir wirklich, also dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass meine Gedanken wirklich mein Leben beeinflussen, das ist erst im Laufe der Jahre passiert. Developing this consciousness that my thoughts really
form and create my life that took a couple of years to develop. Wie bist du denn auf Robert Betz gekommen? Ja, das war genau in dieser Lebenskrise. How did you find Robert Betz? Well, that was exactly during this life crisis. In dieser Lebenskrise bin ich, das war eine Beziehungskrise und das kennen ja viele, das sind eigentlich die schönsten Krisen, sage ich mal, da kommt alles nach oben. And it was a crisis in a relation, and many of you know these are really the bad crises. Everything is turned upside down. Was über Jahre unten gehalten wurde. And things surface that had been kept down for years. Und da bin ich war so ohnmächtig in dieser Beziehungskrise, dass ich letztendlich, ich musste wirklich erstmal 800 Kilometer laufen. I felt so powerless in this relationship crisis that I really just first had to start to walk, and I walked 800 kilometers. Und das war so ein Ding, also ich habe nicht mehr funktioniert so richtig, ich konnte meinen Beruf nicht mehr machen, irgendwie war ich so in der Ohnmacht stecken geblieben. I really was so powerless, I really was useless, I couldn't do my job properly anymore. I really was stuck. Weil wir ja in dieser Beziehung, es gab da so eine bisschen unschöne Geschichte, also damals hat meine Frau mich betrogen. Well, in this relation there was a bit of ugly story. My wife cheated on me. Und das Problem an der Geschichte war, dass ich ein Jahr vorher meine Frau betrogen hatte. And the whole problem about this story was a year before I had cheated on my wife. Also alles, was ich gesagt habe, sagt sie, erinnerst du dich vor einem Jahr? Und insofern konnte ich es letztendlich, ich konnte in dieser Situation nichts machen. So anything I said, she said, stop. You remember a year ago? So I really couldn't do anything in this situation. Und ich habe immer gesagt, ja, lass uns doch was machen, lass uns was machen. Und sie hat gesagt, nein, ich mache jetzt gar nichts. And I kept saying, well, let us do something, let us try something. And she said, no, I'm not doing nothing. Und das hat mich, ja, hat auch dazu gebracht, 800 Kilometer auf den Jakobsweg zu gehen, zu wandern. And that brought me to walk 800 kilometers on the Jacob's Way, really to hike it. Und da hatte ich dann zufällig einen Vortrag von Robert Betz dabei. And by accident, I had this talk from Robert Betz with me. Und ich habe es so während dem Wandern gehört und habe gedacht, der spricht über mich. And I was listening to it while I was walking, and I thought, hey, he's talking about me. Ja, also irgendwas sagt er da, was ganz tief in mir resoniert und wo ich sage, das stimmt. He kept saying some things that really had a resonance within me deep down, and I had to say, that's right. Und ich habe mich noch vom Jakobsweg angemeldet zur Ausbildung, weil ich so gespürt habe, das ist absolut mein Weg. And right after doing this pilgrimage on the Jacob's Way, I signed up for a teaching with him. Ja, da bin ich heute und ja, auf diesem Weg und ihm sehr dankbar. This is where I am now on this path, and I'm very grateful for this. Was sind denn so deine Erfahrungen so als Transformationscoach? So what are your experiences working as a transformational coach? Was machst du da, wie gehst du da vor mit deinen Klienten, die da kommen und auch so desorientiert sind? How do you work with your clients that come and have lost any orientation? Also die Transformationstherapie ist, oder das Transformationscoaching ist eine wunderbare Arbeit, die gerade mit den Emotionen zu tun hat. This transformational therapy or transformational coaching is a work that has a wonderful way of working with emotions. Und was viele von uns nicht gelernt haben, vielleicht sogar alle nicht wirklich gelernt haben, wie gehe ich mit abgelehnten Emotionen um? What so many of us, or maybe even all of us, never have learned is how do I deal with emotions that I negated. Wir haben, ja, wenn heute ein Kind Angst hat, was sagen wir zu unserem Kind?
du brauchst keine Angst haben. Nowadays, when a child is afraid, what do we tell him? We say, oh, there's no need to be afraid. Ja? Die Frage ist, hilft es dem Kind, wenn es da ist und hat Angst? Well, does this help the child when it's there and it is afraid? Wir lernen relativ schnell, dass wir mit diesen Gefühlen wie Angst, Trauer, Wut, Ohnmacht, We learn pretty fast with these feelings of fear, of anger, of sadness, of powerlessness, nicht wirklich da sein dürfen und that we're not really accepted with these feelings. dass wir auch nicht gelernt haben, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe So we never learn to deal with these feelings. ich mit einem Gefühl um? How do I deal with a feeling? Und das macht ein Kind schon früh, wenn es merkt, oh, mit meiner Wut, mit meiner Angst, mit meiner Trauer, wenn ich And the child does this from very early on when it realizes, oh, with my anger, with my fear, with my sadness, nicht gesehen, I'm not being seen. es fängt an, diese Gefühle zu verdrängen. Und It really starts pushing these feelings aside. das habe ich in mir ziemlich oft erlebt, dass ich konnte zum Beispiel meine Gefühle überhaupt nicht fühlen. Und And I experienced this quite often within myself, that I was not able to feel my feelings. eins dieser Gefühle war zum Beispiel Wut. And one of these feelings was anger. Und es hat angefangen in einer Situation mit meinem Vater, wo ich Wut ganz deutlich gezeigt habe. And it started with a situation with my father where I really showed my anger, Und er ist einfach an mir vorbeigegangen, hat nicht mehr mit mir geredet. and he just walked past me and stopped talking to me. In diesem Moment hat dieser kleine Junge gemerkt, Wut zeigen bedeutet keine Liebe mehr bekommen. And at this moment, this little boy realized showing anger means that you don't get any love anymore. Und ich habe angefangen, all meine Wut, all das runterzuschlucken, And I started to swallow all my anger, all that's there, wegzudrücken und wollte immer Harmonie haben. because I always wanted harmony. Und genau diese Emotionen jetzt, und das ist ein Kernstück der Transformationstherapie, And exactly these emotions, and that's like a key part of transformational work. diese Emotionen, die sind leider nicht weg, wenn das verdrängt, These emotions are not gone when you push them aside, unfortunately, sondern wir tragen sie in einem großen Energiekörper mit uns herum. but you carry them around in a big energy body. Und wir sagen mal, es entwickelt sich so Knöpfe. Und die sieht man zwar nicht, aber And we say there's something like knots that start forming, and they may not be visible, die anderen drücken trotzdem drauf. Und dann kommt die Wut plötzlich nach oben oder die Angst oder die Trauer. but they're like buttons around, and other people keep pushing them, and then suddenly the anger, the sadness starts surfacing. Und wenn ich jetzt kein Mittel habe, damit umzugehen, wenn ich nicht verstehe, dass das nichts Schlechtes ist, sondern And when I have no way of dealing with this, when I don't understand this is nothing bad, etwas, was zu mir gehört, but it's something that belongs to me, dann bin ich in Situationen auch als Erwachsener heute noch ohnmächtig und ja, leider eben nicht in der Lage, diese Emotionen wieder in den Fluss zu bringen. and then I end up in situations and feel powerlessness, and I'm not capable of bringing a flow back into the situation. Und das ist letztendlich das, was wir machen, dass wir blockierte Emotionen, die festgehalten werden And this is what we do in the end, that we take emotions that have been blocked, that are stuck im Körper seit früher Zeit, somewhere in the body, maybe for many, many years, dass wir sie anfangen, wieder in den Fluss zu bringen, indem wir eben zu sagen, alles, was da ist, darf da sein. Das heißt, that we start bringing a flow into them again, that we say everything that's here is okay to be here, also etwas annehmen, etwas umarmen, to really accept it, to embrace it, integrieren, anstatt es wegzumachen. to clarify it instead of trying to make it go away. Und das ist mal ganz kurz, auf einen ganz kurzen Nenner gebracht. Die Transformationscoaching heißt von einem Nein So to say it in short terms, transformational coaching means to go from a no Nein zu dem, was ist, Nein zu meinen Emotionen,
Emotionen, nein No to what is, no to my emotions, zu mir selber, nein zu den no to anderen, myself, hin zu einem Ja. no to the others, towards a yes. Ich darf so sein, wie ich bin. It's okay to be as I am. Und ich komme mir mehr und mehr näher und fange auch an, mehr und mehr mich zu lieben, so wie ich And I can come closer and closer to myself and start loving myself bin. as Und I auch am. meine abgelehnten Teile, meine And also those parts that I rejected. Emotionen, aber auch all das, was ich selbst eben an mir ablehne. So all that I don't like about myself, I can start loving this too. Emotion, dahinter steckt ja oft auch eine Angst. Emotions, behind them there's very often a fear hiding. Und hast du da auch ganz bestimmte Wege, wie du da mit tiefen Ängsten bei Menschen umgehst? So do you have certain pathways how to deal with deep fears in humans? Also gerade die Ängste sind letztendlich, ist für mich so ein Basisgefühl. Sehr viel hat auch mit dieser Angst zu tun. Those fears to me are a very basic feeling. Fear, a lot has to do with fear. Die Trauer hat auch was mit der Angst zu tun, Sadness has something to do with fear. nämlich die Angst, nicht geliebt zu werden. The fear of not being loved. Oder die Wut hat mit der Angst zu tun, die Angst, nichts machen zu können, hat mit der Anger has something to do with fear, the fear of not being capable of doing anything. Ohnmacht zu tun. Letztendlich ist Also the feeling with powerlessness. Angst, der Umgang mit Angst, die Grundvoraussetzung, um wirklich seine Emotionen in den Fluss zu bringen. So in the end, the relation you have with fear is very important to get your emotions clear. Und die Frage ist nicht, wie kriege ich sie weg, So the question is not how do I make fear go away, sondern wie kann ich etwas in mir sozusagen, wie kann ich ein Stück weit mit der Angst gehen? but the question is how can me and fear walk apart together? Sozusagen die Angst in der Hand zu nehmen und mit der Angst in meinen Situationen des Lebens zu sein. Und So like take fear by the hand and together enter some situations in your life. das kennt jeder, dass er letztendlich in einer, man kann es Komfortzone nennen, lebt, in der Everybody knows that you may live in a really comfortable zone sagt, ja okay, hier bin ich einigermaßen sicher. where you can say, here I'm quite safe. Und die Frage ist halt, wenn ich hier in dieser Zone bleibe und nicht über den Rand hinaus And the question is when I stay in this zone and never leave it gehe, sozusagen nichts Neues ausprobiere, was natürlich Angst auslösen wird, and don't try anything new that could cause fear, dann wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht so viel verändern. then most probably nothing is going to change. Einstein hat mal gesagt, der größte Wahnsinn ist zu glauben, dass sich etwas verändert und man aber selber nichts anders macht als vorher. Einstein once said, the greatest craziness is to believe something will change without you changing anything. Und ich glaube, es ist einer der ganz wichtigen Bestandteile ist, in Kontakt zu kommen mit der Angst, die mich letztendlich begrenzt, den Weg And so I think it's a very important part to come into contact with fear that in the end is limiting myself meines Herzens zu gehen. Das heißt and to really enter the callings of my heart. also, diese Angst, die zum Beispiel sagt, zeig dich nicht, ja? Halt The fear might say, for example, don't show up. mal lieber den Ball flach, nicht aufmucken in der Firma oder auch im Beruf oder auch zu Hause It's better to stay quiet in your job or maybe at home. mit der Frau. Sagen, lieber nur Harmonie, Harmonie, Harmonie. Just keep the harmony, harmony, harmony. Das heißt, wir verbiegen uns in dieser Angst, entfernen uns von dem, was wir wirklich So we twist and bend in this fear möchten and get further and further away from what we really want. und sind nicht authentisch, weil wir keinen Kontakt zu dieser
dieser Angst haben. Und ein And we're not authentic because we don't have any contact to that fear. ganz wichtiges Thema ist die Angst vor der Angst. And a very important topic is the fear of fear. Das heißt, ich habe Angst, dass die Angst hochkommt. So I'm afraid that fear might show up. Das heißt, ich versuche also den ganzen Tag so um diese Angst herumzuschiffern. Well, for the whole day I try to move around that fear. Und letztendlich ist der Weg, die Angst überhaupt mal kennenzulernen, so den Schrecken aus der Angst zu nehmen. And in the end, it's important to meet that fear, to take the horror out of that fear. Indem ich sage, ich bin bereit, es kennenzulernen, ich bin bereit, es zu fühlen, ich bin To say to her, I'm ready to meet you, I'm ready to feel this. bereit, mit dir ein Stück zu gehen. I'm ready to walk some steps with you. Und auch mal kleine Schritte, für dich verträglich, kleine Schritte zu gehen, außerhalb meiner Sicherheitszone. And to do small steps, maybe outside of the comfortable zone. Und sagen, ich bin bereit, auch Angst zu erleben. And to say, I'm ready to experience fear. Und dadurch erweitert sich plötzlich auch das Leben, weil ich plötzlich sage, ja, heute erlaube ich mir mal, meine Ecken und meine Kanten wieder zu entwickeln. And through this, life suddenly grows larger, and you say, well, today I allow myself to redevelop my edges and sharp points. Und mehr wirklich zu mir zu stehen, zu sagen, zum Beispiel, wenn dich einer fragt, And to really say yes more and more to myself. For example, if somebody asks me, und du hast es vorher immer nur richtig gemacht und recht gemacht, dass du einfach mal sagst, ja, schön, dass du fragst, und aber heute möchte ich nicht. so that maybe when you're used to always doing it right and somebody asks you about a favor, that you say, well, today no, Weil ich möchte heute einfach nicht. because I really just don't feel like it today. Also wieder zu sich zu stehen. So really come back to yourself. Da ist der Kontakt zu der Angst. Die Angst nach Hause zu holen, die Angst sozusagen als Freund zu nehmen. So this contact to fear, calling fear back home and making friendship with fear. Die Angst ist ja auch nichts Schlechtes erstmal. Wo wären wir The fear is nothing bad. ohne unsere Angst? Also einfach nur wild auch los irgendwas machen. Die Angst ist nicht negativ, sondern Just doing something and never experiencing fear. Fear is nothing negative. es darf sozusagen behutsam als Freund betrachtet werden. Das ist so die Haltung. So the attitude is you really can start befriending your fear. Also für mich ist die Angst auch eine sehr große Lehrmeisterin. Well, to me, fear also is a very big teacher. Worum renne ich, vor wem oder vor was renne ich wirklich davor? Meistens bin ich ja vor mir selbst. So very often, if I look what or whom am I running away from, I realize it's just myself Davor renne ich vor den anderen. and not the others. Und das ist auch zum Beispiel ein großer Angstfaktor, ist abgelehnt zu werden. Yes, and a big aspect of fear is the fear of being rejected. Aber wer ist unser größter Kritiker? But who is the biggest critic of ourselves? Ich sage in unseren Gruppen immer, so wie du dich kritisierst und behandelst, das schaffen die meisten. Ist wahrscheinlich nicht ansatzweise dich so. And I keep saying in the groups, the way you criticize yourself and the way you treat yourself, probably nobody else would be able to do this. hart und kritisch zu betrachten. Looking so critically, so tough at yourself. Und die Angst ist ein Lehrmeister, die Angst ist auch der Gradmesser für meinen Weg. Fear is a teacher, and fear also indicates things about my path. Weil manchmal kommen Menschen und sagen, ja, der Weg des Herzens, das muss sich total leicht anfühlen und so ganz easy gehen. Some people sometimes come and say, well, the path of the heart, that has to feel really easy and light. Dann denke ich mir, wenn es so wäre, warum
warum bist du nicht schon längst gegangen? And then I think, well, if it would be this way, why didn't you walk this path already for a long time? Höchstwahrscheinlich, weil die Angst davor war, zu sagen, nee, das machen wir lieber nicht. Most probably because there's a fear, and the fear says, no, 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 you're not going to do this. Weil wenn ich jetzt zu mir stehe, was passiert dann? So when I stand up for myself, what's happening then? Dann werde ich abgelehnt, dann werde ich vielleicht ausgegrenzt. Am I being rejected? Am I being pushed aside? Und ich glaube, es geht darum, dass wir sozusagen das Risiko eingehen, abgegrenzt oder ausgegrenzt oder eben abgelehnt zu werden. So part of it is taking this risk of being rejected, of being pushed aside, of being laughed at. Um letztendlich bei uns anzukommen. To finally arrive within ourselves. Weil wenn wir es nur den anderen recht machen, das hat noch keinen glücklich gemacht. Because if we keep doing things right for the others, nobody ever became happy through this. Und wir werden nur von den Menschen abgewiesen, die sowieso nicht mehr zu uns gehören. And we're only being rejected by those people that don't belong to our circle anymore. Zu uns passen. Sich selbst sein bedeutet ja auch wirklich so die eigene Wahrheit anzuerkennen. Being yourself means also saying yes to your own truth, Was ich fühle und was ich wirklich möchte, meine to what I feel, to what I want, Bedürfnisse auch erkennen. to recognize my needs. Was sind so deine Erfahrungen? Wie ist es, zu sich selbst zu stehen, zu seinen Bedürfnissen? What are your experiences? How is it to really stand for yourself, to your needs? Nein zu sagen, Ja zu sagen. Saying no, saying yes. Also beides. Ist ja beides manchmal nicht angenehm für das Gegenüber. Because both can be uncomfortable for the other. Ja. Also gerade, ich lebe in einer sehr glücklichen Beziehung mit Christina und wir machen Well, right now I'm living in a very happy relationship with Christina, sehr viel auch gemeinsam Seminare. and we do many seminars together. Und gerade dieser Punkt, dass wir in Partnerschaft erkennen, dass es nicht darum geht, dass Christina meine bessere Hälfte ist. And exactly this point in a relationship, that it's not about Christina being the better half of us, Oder ich ihre, or I am her better half. ist mir sehr fremd, sondern ich möchte ich sein That feels really strange. I want to be myself, und sie darf sie sein and she wants to be herself. und wir gehen einen gemeinsamen Weg, wo wir uns, And together we walk a path wo wir eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Vision teilen. where we share a common vision and a common base. Und ich glaube, gerade in dieser Vision auch zu sagen, nein, das fühlt sich für mich gerade nicht richtig an und ich würde gerne das und das machen. Und auch And so even in this vision, being able to say, no, this is not feeling right for me, I would like to do this and this. auszuhalten, wenn der Partner mal sagt, ja, tut mir leid, das möchte ich nicht. And just to stay still when the partner says, no, sorry, I don't want this. Das auf Augenhöhe den anderen wahrnehmen und auch seine Wahrheit da sein zu lassen. So meeting on the level of eye to eye and allowing the other person to have their truth, Das ist für mich eine ganz wichtige Basis in Beziehung. that to me is a very important base in relationship. Und ich glaube, viele Beziehungen laufen so, ja, mit so einem Pakt ab. Also du liebst mich und ich liebe dich, okay? And many relationships, they start like a deal. You love me and I love you, okay? Also und es muss auf jeden Fall, du bist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin und ich versuche dich glücklich zu machen. So you are responsible for my happiness and I try my best to make you happy. Und in unserer Beziehung versucht jeder sich glücklich zu machen. And in our relationship, each of us tries to make himself happy. Und wir versuchen auf Augenhöhe gemeinsam zu wachsen und gemeinsam aber auch den anderen zu unterstützen. And then we try to grow together and to support the other In seinem Wachstum. Und in his growth. das ist, glaube ich, ein ganz fundamentaler
Teil, dass man eben auch zu sich steht und auch mal And I think that's eine a unangenehme fundamental aspect of saying yes to yourself. Situation ja, durchsteht, indem man sagt, ja, ich höre dich und So really to live through a situation that might be uncomfortable and saying, yes, I hear you. ich verstehe, dass du gerade so reagierst And I understand the way you react right now, und es ist aber im Moment nicht meine Wahrheit. Und but this is not my truth in the moment. in unserer Beziehung versucht jeder sich glücklich zu machen und wir versuchen auf Augenhöhe gemeinsam zu wachsen und gemeinsam So we try to grow together aber auch den anderen zu unterstützen. and also to support the other in his growth or her growth. In seinem Wachstum. Und das ist, glaube ich, ein ganz fundamentaler Teil, dass man eben auch zu sich steht und auch mal And I think this is really a basic part of standing for yourself. ja, eine unangenehme Situation ja, durchsteht, indem man sagt, ja, ich höre dich und ich verstehe. To really live through a situation that's maybe uncomfortable and say, yes, I hear you. Dass du gerade so reagierst. And I understand the way you react right now. Und es ist aber im Moment nicht meine Wahrheit. Und But it's not my truth at the moment. da sind wir uns sehr, sehr nahe gekommen über diese Arbeit, And through this work we really came very, very close together. weil es geht ja darum auch zu sagen, was war bisher immer mein Sicherheitsabstand in Beziehungen. Because one part is also to see what was so far always my safety distance in a relationship. Und das kenne ich aus vielen Beziehungen, dass ich immer so eine Art Sicherheitsabstand hatte. And for me it was in many relationships that I always had a security distance. Und immer gedacht habe, ja, die anderen wollen keine Nähe, aber dann bin ich dabei angekommen, I kept thinking, well, the others don't want to be so close. dass es meine eigene Angst vor Nähe war. But so when I realized this is my own fear of closeness, Und der größte Beschleuniger war der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin bereit, diese Frau wirklich zu lieben. and the biggest push was when I said, well, I am really ready to love this woman Wirklich mein Herz wieder zu öffnen, auch wenn and to really open my heart again, ich verletzt werden könnte. even though I might get hurt again. Da hast du etwas ganz Wichtiges gesagt, das Ja zur Liebe. You mentioned something really important, the yes to love, Zur wirklichen, echten, wahren Liebe. to real, true love. Das fällt in unserer Kultur manchen Menschen sehr schwer. In our culture, that's really difficult for some people. Wir haben ja nicht so eine offene Kultur. Wir sind ja eher ein bisschen introvertiert. Our culture isn't really open, we're more a bit introverted. Was empfiehlst du denn den Menschen, wie die sich mehr öffnen können? What would you recommend people so they can learn to open up more again? Mehr sich dem Leben hinwenden können. To get closer to life? Sich mehr der Freude auch, der Leichtigkeit auch ein Stück weit. Es hat schon Leichtigkeit. And also, at least partially, towards joy and lightness. Auch im Herzen. Also in the heart. Wie man sich dem mehr zuwenden kann. How can you get closer to this? Also, was würdest du da denen empfehlen, What would you recommend? den geschlossenen Herzen? Those closed hearts. Ich würde empfehlen, also für mich ist es so ein Bild, das mir sehr gut tut, ist, dass wir oftmals an der Oberfläche des Lebens uns bewegen. Und das Well, to me, a picture that's really helpful is that we very often are moving just on the surface of life. so große Wellen, dann identifizieren wir uns mit dem einen oder mit dem anderen. And there are big waves, and we identify with one or the other, Aber so richtig in die Tiefe gehen wir nicht. but we don't really dive deep down. Weil da ist wie so eine Art Blockade und das sind oftmals diese ungefühlten Emotionen. Because there's like a blockage, and very often these are the unfelt emotions, Das ist die Angst. the fear. Und letztendlich wirklich mit der Liebe in Kontakt zu kommen, And finally, to really come into contact with love. das erfahren wir immer wieder,
nur, indem ich wirklich in meine Tiefe hineingehe. Wenn ich We keep on experiencing this again, is the only way is when I go deep down within myself. bereit bin, mich kennenzulernen. When I'm ready to meet myself. Und auch bereit bin zu verstehen, wie bin ich der geworden, der ich heute bin. And when I'm ready to understand how did I turn into that person that I am today. Und wenn ich diesen Walter kennenlerne und merke, oh ja, der hat einfach Wunden aus der Kindheit oder auch. And when I get to know myself and I see, wow, they're bruises from childhood. Wo auch immer her, or where else from, doesn't matter. Zu verstehen, dass ich für mich da sein darf, dass ich erst als erstes diese Liebe zu mir entwickeln darf. To see that I can be here for myself, that at first hand I can develop this love for myself. Und Selbstliebe ist für mich die Basis für alles. And to me, self-love is the base for everything. Christina und ich, wir haben gerade eine Umfrage gemacht bei unseren Klienten. Christina and I just asked around and asked our clients. Und wir haben es, glaube ich, an 3000 Leuten geschickt, also mit denen wir E-Mail-Adressen ausgegeben. And we sent the questions to 3,000 people, where we had the email contact. Und wir haben gefragt, was ist das, was ihr euch wünscht in einem Seminar, was der Kernpunkt ist. And the question was, what would be the core issue that you really would like to have in a seminar? Und 80% der Menschen haben gesagt, Selbstliebe. And 80% of the people answered self-love. Selbstwertschätzung. And self-confidence. Und das zeigt, wie groß der Bedarf ist an Unterstützung, sich wieder selbst zu lieben. And that shows how big that need is, that people want support to start loving themselves again. Ich glaube, das trifft auf jeden zu, dass wir irgendwann angefangen haben, uns selbst abzulehnen. I think that holds true for everybody, that somewhen we started to reject ourselves for some reasons. And we started thinking, the way I am, I'm not quite okay. Und das ist so eine der Grundgedanken, die entstehen in einem Kind, wenn es eben in Abhängigkeit von Mama und Papa aufwächst. And that's like a very deep thought that starts forming in a child when it's growing up with mother and father. Merkt, okay, vorher habe ich die Liebe ganz einfach so bekommen als kleines Baby und irgendwann werden Bedingungen geknüpft. And it starts realizing, well, before, when I was a really small baby, I just got all the love I needed. But now suddenly they ask something before I get it. Hast Hausaufgaben gemacht? Das ist hier. Did you do your homework? Did you do this? Und irgendeiner hat mal herausgefunden, 70% der Ansprache an ein Kind ist negativ oder korrigierend. And somebody once saw that 70% of the word we address to a child are either negative or we correct something. Also, was fängt das Kind ganz automatisch an zu denken? And then what starts the child thinking very automatically? Man nicht mal, wenn es so hört, also wer tut erstmal was und solange du die Füße oder Beine gestreckst, ist es vielleicht ja gar nicht mehr da. Aber so it keeps hearing, first you have to become something. irgendwann fängt es an zu denken, was scheint mir nicht okay zu sein, weil ich mache das nicht richtig, das nicht richtig. And then someone starts thinking, well, I'm not okay, I'm doing this not right and that is not okay. Ich glaube, das ist sowas, was uns tief in den Knochen hängt. And I think this really goes deep down into our bones. Dieses Gefühl, nicht okay zu sein. This feeling of not being okay. Und das Kind kann ja nicht entscheiden, ist es der Erwachsene, der so denkt, was sie das regeln, kann ich die hinterfragen, sondern ein Kind fühlt nur, ich bin nicht richtig. And the child cannot distinguish. It cannot say, well, this is just a grown-up that
transmits me this feeling that I'm not okay, and is there something behind? It just feels I am not okay. Und dann verankert sich das in jeder Zelle, mehr And then this anchors in each cell. oder weniger. Absolut. Absolutely. Arbeitet ihr auch über den Körper Do you also work through the body? oder Auf macht ihr jeden alles? Fall. Of course. Also die Basis der Arbeit ist, es gibt etwas, es gibt so eine Art Energieebenen, And the basis of the work, are like energy levels. die wir so beschreiben, also ein Modell. Und And that's like a model, and we describe it. wir sagen, die Gedanken erschaffen die Emotionen und die And we say the thoughts create the emotions, Emotionen letztendlich die Körperempfindungen. and the emotions create the feelings in the body. Und das mögen viele Menschen anders wahrnehmen, sondern bei mir ist zuerst die Körperempfindung da, aber warum? And many people may perceive this differently. They first feel in the body, Weil wir eben nicht gelernt haben, diese Emotionen zu fühlen. but that's usually because we never learn to feel the emotions. Und letztendlich, je weiter wenn ich eben Gedanken denke, wie zum Beispiel, ich bin nicht wertvoll, das ist ein sehr verbreiteter Gedanke. But let's say I am thinking a very common thought, I am useless. Und von Trauer, von Ohnmacht, von Schuld, von was And that can be due to sadness, due to guilt, due to powerlessness, auch immer. whatever. Und das wiederum, dadurch, dass ich das nicht ausgehalten habe als Kind, schon angefangen habe, boah, das ist so, fühlt sich so bedrohlich an. And of course, as a child, I just couldn't deal with this. This felt so scary Das ist weg. that I really put it aside. Deswegen setzt sich das in dem Körper fest. Und letztendlich entsteht daraus wieder Krankheit und And then this gets stuck somewhere in the body, and out of this, an illness may arise, auch Mangel im eigenen Leben. or lack in the own life. Und anzufangen beim Körper, wir beginnen jede Sitzung, jede Meditation immer mit dem Körper. So we always start each session, each meditation with the body. That's our starting point. Weil der Körper spricht so eine klare Sprache Because the body really talks in a very clear language. über das, was jetzt gerade da ist. And he talks about what is there right now. Wenn ich Vorträge mache oder wenn Christina nicht Vorträge machen, dann machen wir am Anfang immer eine Körpermeditation. When I or Christina and I give a talk, then in the beginning we always do a body meditation. Und wo wir, ohne dass irgendwas ist, einfach fragen, wie geht's deinem Körper jetzt? And it's really just, without doing too much, it's just a question, how is your body doing right now? Fühlen die Menschen Druck vielleicht oder Schwere, Maybe you feel some pressure or some heaviness, ohne dass was war. Und and nothing was there right before. wenn man dann unter den Druck und unter die Schwere drunter fühlt, But when you start feeling below that pressure or below that heaviness, und sie damit in Kontakt bringt, and you bring them into the contact with what's beneath, dann können eben auch in Vorträgen, wo natürlich erstmal ein seltsamer Raum ist, um sowas zu fühlen, können die Menschen bestätigen, da ist eine Emotion, da ist and also in talks, and that might be a difficult or strange space to feel something, people can tell us, yes, there is an emotion below that. Trauer, da ist Angst, da ist There's sadness, there's fear, Wut oder was auch immer. or anger, or whatever. Das heißt also, der Körper zeigt das, was blockiert ist, So the body shows what is blocked, was festgehalten ist, what you hold on to, und dass wir das wieder in den Fluss bringen, indem wir es als erstes annehmen. and we start bringing this back into a flow at first by accepting it. Das ist da selber. Just say, yes, it's here. Ja, dass diese Körperempfindungen letztendlich genau das zeigen, genau die Emotionen zeigen. Und ich habe vorhin gerade erzählt von den So these bodily sensations show these emotions that are there. Vorträgen, wo Menschen ja, ohne dass irgendein Thema direkt ansteht, fast alle etwas fühlen können in ihrem Körper. Sei es So
in talks, almost everybody can feel something in their body without thinking there's a topic that needs to be dealt with. Einen Druck, eine Schwere, eine So they feel a pressure, a heaviness, Enge, maybe something is tight, nur wenn sie sich nach innen begeben. just by focusing inward. Und das ist eine schöne Arbeit, sich mit sich selbst zu verbinden und zu schauen, was ist eigentlich jetzt gerade da? And that's a beautiful work to connect with yourself, to look, wow, what is there right now? Und ein schönes Ritual kann sein, wenn ich morgens aufwache, And one ritual that's really beautiful is when you wake up in the morning, einfach nur meinen Körper zu spüren. Wie fühle ich mich gerade? just feel your body. How do I feel right now? Und wo fühle ich gerade Körpersymptome? And where do I feel some symptom? Und wenn ich mich dann mit den Körpersymptomen verbinde, And when I then connect to that bodily symptom, darunter entdecke ich eine Emotion. below it, I'm going to discover an emotion. Und die meisten Menschen entdecken tatsächlich diese Emotionen, die es gilt, bejahend zu fühlen. And most people can do that, discover that emotion, and then it's about saying yes to that emotion and feel it. Wie Robert Betz sagt, bejahend fühlen heißt nicht, ich fühle dich, damit du weggehst, sondern So as Robert Betz puts it, it's not, I feel you so you may go away. zu sagen, all das, was jetzt schon da ist, darf da sein. It's more like saying all that is there already right now may be here right now. Dass diese Angst etwas ist, was zu mir gehört, ist natürlich für den Kopf erstmal schwer zu verstehen. So saying this fear is part of myself and it belongs to me is something that's difficult to understand for our mind. Aber letztendlich geht es, ja, die Arme zu öffnen und zu sagen, komm her, du bist meine Angst und du gehörst zu mir. But in the end it's about, come here, you are my fear and you belong here to me. Weil je mehr ich dich wegdrücke, je größer wirst du. The more I push you aside, the bigger you get. Und je mehr ich dich da sein lasse, entspannt sich diese Angst. And the more I invite you to be here, the more you can relax as fear. Sehen wir immer wieder. And that's something we keep on experiencing again and again and again. Und wenn man es einmal gefühlt hat, wenn man etwas mit einem Ja gefühlt hat, das And when you felt this once, when you felt something with a yes, plötzlich das weicher wird. Die Angst geht nicht weg, sondern sie ist einfach weicher, sie fliegt. then you suddenly realize it's getting softer. The fear doesn't vanish, but it's getting softer. Und sie verliert ihren Schrecken. And she's not scary anymore. Das ist ja auch, wie ich das so nenne, das ist die Schattenseite integrieren. And the way I call that is integrating your shadow sides. Ich Ja zu meinen Schwächen sagen kann, When I say yes to the weak parts in me, dann kann ich erst mich auch verändern in dem Sinne. only then I can start changing. Was meinst du dazu? What are your thoughts? Ja, die Schatten integrieren, das ist letztendlich eben den Spiegel im Außen erkennen, den Yes, integrating the shadows, that's in the end recognizing that the outside is a mirror genau diese Emotionen auslöst. that exactly triggers these emotions. In dem Moment, wo mir jemand den Knopf drückt. So in that moment where somebody pushes my button, Wir sagen immer so schön, das Spiegelgesetz, was dich trifft, betrifft dich. we keep saying this law of mirrors. What hits you has something to do with you. Und das ist ein wunderbares Gesetz und And that's a really beautiful law. das Blöde dabei ist, es gibt keine Ausnahmen. And the uncomfortable part is there are no excuses. Es ist immer, wenn etwas... seid ihr noch da? Yes, Ja. Wir sind Okay. Also immer, wenn etwas in mir Resonanz auslöst, so always when something resonates within me, dann hat es was sozusagen, hat es was mit mir zu tun.
then there is a relationship with myself. Und diese Resonanz anzuschauen, zu sagen, okay, ich And to look at this resonance and to say, gehe jetzt okay, nicht sofort in das Opfer, I don't immediately enter victim state das alte Opferdenken, sagen, du bist schuld, or start ich thinking, bin das arme it's your fault and I'm the poor victim, Opfer, sondern zu verstehen, dass, ja, da ist da gerade was abläuft, was mit mir zu tun hat. but to understand, oh, this is what is happening right now has something to do with myself. Und daher ist es manchmal auch sehr schwer, aus diesem Opferspiel auszusteigen, weil And sometimes it's really difficult to step out of this game of being a victim, natürlich alle dich bestätigen und sagen, ja, der andere ist falsch. because of course everybody supports you and say, well, of course the other one was not all right. Nur zu erkennen, wenn es in meinem Leben ist, hat es was mit mir zu tun. But to recognize if this is in my life, then it has a relationship with myself. Und zu schauen, warum drückt mir jetzt gerade jemand diesen Knopf? And then to look, why is somebody pushing this button right now within me? Wir sagen immer so schön, du schaust in einen Spiegel und du siehst ein schmutziges Gesicht. We say, well, you look in the mirror and you see a dirty face. Und du fängst an, den Spiegel zu putzen And then you start cleansing the mirror, und zu putzen und zu putzen and you cleanse it and cleanse it. und schaust nochmal rein und der Spiegel ist immer noch schmutzig. And then you look in there and the mirror still is dirty. Und dann nimmst du Glas rein oder hängst den Spiegel ab, hängst den nächsten Spiegel auf, guckst And then you start really cleansing the mirror, or you even take that mirror down and put a new mirror up. da rein, immer noch schmutzig. And you look in there, the face still is dirty. Bis wir anfangen, wirklich die Schattenseite zu integrieren und Until we really start to integrate the shadow sides unser Gesicht zu waschen, indem wir and wash our face. sagen, okay, das, was zu mir gehört, das schaue ich mir an. Das, And to say, well, what belongs to me, I'm going to look at. was zu meinem Gegenüber gehört, das ist seins. And what belongs to the other, that's his. Schattenseiten verbergen ja auch hohe Potenziale. Very often potentials are hidden behind shadow sides. Fähigkeiten, die gelebt werden möchten. Also Capacities that would like to be lived. mit dem Putzen kann ich mir ja auch dann einen Gefallen tun und was aus mir herausholen und was ich dann gebrauchen kann im Leben. So through cleansing, I could do myself even a favor and bring something outward that's useful in life. Alles Mögliche zu gestalten oder neue Dinge zu tun. So I might get creative, start doing new stuff. Also dieses Resonanzgesetz kann ich auch benutzen für schöne Seiten, nicht nur So this law of resonance, I can also use it for beautiful sides, für die schweren. not only for the heavy ones. Absolut. Yeah, Da absolute. ist gerade alle, die mit Kleinheit zu kämpfen haben, alles, was im schönen Außen ist, das findest du auch in dir. Auch das, was du bewunderst, das ist auch. So all those that have to deal with feeling small, all those things you admire on the outward that are so beautiful, you also find them within. Ja. Oder auch auch Wut im Außen kann ich nutzen, um ein Potenzial der Kraft in mir zu finden. And also anger in the outside is something I can use to find a power potential within. Also jahrelang bin ich immer Menschen begegnet, da war ich so zwischen 18 und ja, bis 30, vielleicht sogar, hatte ich immer aggressive Menschen um mich rum. When I was between 18 and 30 years old, I kept bumping into aggressive people all around me. Und ich war total lieb und nett. And I always was very nice and kind. Und ich habe nicht verstanden, warum die Menschen in meinem Leben sind. And I did not understand why these people are in my life. Bis irgendwann meine erste Lehrerin zu mir gesagt hat, das ist deine Wut, die du nicht fühlen möchtest, die du nicht. Until my first teacher said, this is your anger that you do not want to feel. Weggedrückt hast. Und das ist sozusagen ein Spiegel, ein Schatten, der ein Riesenpotenzial birgt, wenn ich anfange, meine Wut als Kraft zu entdecken
And this is a shadow that turns into a huge potential when I start to discover anger as a power. Und in meine Größe zu gehen, mich zu zeigen, auch zu And start stepping into my size and show up. sagen, wie jetzt in so einem Interview, wenn einer zuschaut und mich doof findet, dann ist es halt so. Ja? And to say, like in this interview, somebody watches this and think I'm stupid, well, then this is how it is. Also das ist eben sozusagen die Kraft daraus, dann darfst du sein, wie ich bin. This is a force that arises when you say, I may be as I am. Du hast vorhin gerade gesagt, Lehrerin, du bist ja schon länger auch mit der Spiritualität unterwegs. You just mentioned teacher. You're on this path also with spirituality for quite a while. Was bedeutet für dich Spiritualität im Alltag? What does spirituality in daily life mean to you? Und Spiritualität ist ein großes Wort, mein Leben da auch. Aber es hat ja auch sehr viel mit dem, wie halte ich mein Leben, wie lebe ich zu tun. Spirituality is a very big word, but it also has to do how do I lead my daily life? How do I put it there too? Ja, ich bin relativ früh damit in Kontakt gekommen, mit 22, da war ich auch noch Surflehrer auf Fuerte. I contacted this quite early. With age 22, I was a surfing teacher on an island. Da hatte ich einen Segelschüler, der war Reinkarnationstherapeut, da wäre ich fast vom Boot gefallen, als er das mir erzählt hat. Und And I had a sailing pupil, and he was reincarnation teacher, and I almost fell out of the boat when he told me this. habe dann mich mit ihm unterhalten und habe auch dann eine Sitzung gemacht und das hat And I- mich so fasziniert. And I started talking to him. I even did a session with him. I really was fascinated. Und dann ist was passiert, dann habe ich angefangen, alles zu lesen, was ich finden konnte. And then I simply started reading everything I could find. Ich war nachher so ein wandelndes Lexikon, der jedem alles erklären konnte. And then I really could explain anything to everybody. I was a walking guidebook. Aber so richtig umgesetzt hatte ich es nicht. But really bringing it into my life, I didn't do that. Und ich war so ein bisschen der Erklärbär, aber nicht der es wirklich in sich anwenden kann. So I was a bit the explanator, but not somebody who really could use it for himself. Und ich glaube, Spiritualität bedeutet für mich heute, dass ich viel weniger weiß als damals. And I think spirituality means to me nowadays that I know a lot less than I used to know in those days. Auch nach meiner Ausbildung bin ich rausgegangen und habe gesagt, ich weiß jetzt weniger als vorher. Even after my training, I left and I said, well, now I know less than I knew before. Es ist also kein Kopfwissen, sondern eine Wahrheit, die hier ist, So it's not a knowing from the head, it's more a truth that's within me, die auch einfach jetzt sich zeigen kann, wenn wir reden. that just surfaces when we talk, Aber es hat nichts mit Wissen zu tun. Und but it has nothing to do with knowing. Spiritualität heißt für mich, in Kontakt sein mit diesem Wissen. And spirituality to me means being in contact with this knowing. Und in diesem Wissen unterscheiden wir beide oder wir drei uns in keinster Weise auch mit keinem der Zuschauer oder Zuhörer. And in this knowing, there's no distinction between none of us three and also the people that are listening, Weil wir auf diesem Wissensstand sind wir alle genau auf derselben Augenhöhe. because on this level of knowing, we really meet eye to eye. Und daher habe ich auch immer, interessanterweise immer zum Glück Lehrer angezogen, die mit mir auf Augenhöhe waren. And I'm very glad that I always attracted teachers that also were meeting me eye to eye, Und die sich nicht über mich gestellt haben. that never put themselves above me. Ich mache immer sofort ein großes Fragezeichen, wenn ein Lehrer sich über seine Schüler stellt. Always a big question mark arises for me when a teacher puts himself above his pupils, Der meint, er ist mehr. when he thinks he knows more. Denke ich mir, irgendwas stimmt da nicht. Just doesn't feel right. Ich nenne es das, eines ist das intellektuelle Wissen, das andere ist die Herzensweisheit.
I call it, one is the intellectual knowledge and the other one is the wisdom from the heart. Absolut. Yeah, absolutely. Das Lebendige aus. And that makes it very alive. Ja. Und das ist für mich Spiritualität im Alltag. Im Alltag And that for me is spirituality in daily life. dieses Herz zu fühlen, das Herz zu hören, als To feel that heart, to listen to that heart. Wegweiser, als Navigationssystem wieder zu nutzen, To really use the heart as a compass, für das gedacht war. Und as it was planned. ja, der Kopf darf mit ins Boot kommen, er darf sozusagen mit dabei sein. And of course the head can join that team. He should be there too. Und er darf umsetzen. Aber Christinas und meine Firma heißt Herz über Kopf. Und dass wir nicht Herz ohne Kopf, sondern Herz über Kopf. Das heißt, dass der Kopf dabei sein darf. It's called heart overhead, and that means that the mind, the intellect is invited to join. Einen wunderbaren Verstand. We have a wonderful intellect. Aber er ist ja in vielen Menschen zu einer Last geworden. But for many people he has turned into a burden. Und warum? Weil er nicht überprüft wird. Und And why? Because he's never being questioned. Eckhart Tolle nennt es den unbeobachteten Verstand. Eckhart Tolle calls it the unsupervised intellect. Der einfach sein Unwesen treibt, And he's just rummaging around weil er einfach nur denkt und wir glauben alles. because he just thinks and we believe everything. Wir sind identifiziert mit diesen Gedanken, anstatt zu We are totally identified with these thoughts denken, okay, stimmt das überhaupt? instead of asking, oh, okay, is that really true? Und dafür liebe ich Byron Katie mit ihrer Arbeit, The Work. And for this I love Byron Katie with her work, which is called The Work, Wo wir anfangen, diese Gedanken zu überprüfen, sind ist where we start questioning these thoughts das überhaupt wahr? and start asking, well, is that true after all? Und das kann eine revolutionäre Frage sein, die And this question can really be revolutionary die wir uns stellen können. when we start asking this. Das ist eine sehr revolutionäre Frage, wenn wir beginnen zu hinterfragen. Yeah, it's a very revolutionary question when we start asking what's behind, Egal was es ist. no matter what that might be. Egal ob das Beziehung ist oder das Umfeld oder That could be about relations, that could be about the environment, gesellschaftliche that could be society, oder andere Strukturen, Schulstrukturen other structures, school. und so weiter. Erst mit And den so on. Fragen verändern wir auch etwas. Only through asking questions we start changing. Und wir verändern ja auch sehr viel mit unseren Gedanken, und And we also change a lot through our thoughts, indem wir einfach beginnen, mal was Neues in die Welt zu setzen. by starting putting something new into the world. Hast du für unsere Zuhörer so eine kleine spirituelle Alltagsübung? Would you have for our audience a small spiritual exercise? So man morgen während der Dusche machen kann, One that could be done in the morning while taking a shower, oder? or so. Ist das so, dass es wenig Zeit nimmt? Ja, also es gibt ganz sicher die erste, die ich schon erwähnt habe, ist überhaupt Kontakt aufnehmen. Yeah, of course. The first one I mentioned is just coming into contact with yourself again. Und ich liebe sehr bodenständige Spiritualität. I really love grounded spirituality. Spiritualität hat für mich nur wirklich einen Wert, wenn ich geerdet bin, wenn ich die Füße am Boden habe. To me, spirituality is only of value when I'm grounded, when I have the feet on the ground. Ich treffe immer wieder auch in meiner Arbeit Menschen, die so auf der Wolke 7 schweben. I keep meeting again and again people at my work that are like the head in the clouds. Und letztendlich real sind, aber nicht wirklich hier And they are everywhere and nowhere, but they're not in the here and now. jetzt. Und eine tolle Übung ist, den Körper zu fühlen And it's a really great exercise to feel your body und mit dem Körper zu sein. and be with your body. Eine andere schöne Übung könnte sein, indem
ich zum Beispiel eine Meditation, die And another beautiful exercise could be to do a meditation. Christina nennt sie die Persönlichkeitsrose. And Christina calls this meditation the personality rose. Das ist eine ganz tolle kleine Meditation, And that's really a beautiful, nice little meditation in der ich mit meinem Inneren in Kontakt gehe where I contact my inner core. und mein Inneres zeigt mir eine Blume, für And this inner core shows me a flower, für meinen momentanen Zustand. a flower that represents my momentary state of being. Und ich habe schon so faszinierende Bilder aus meinem Inneren bekommen And I've gotten so fascinating images from my inner core already, für meinen momentanen Zustand. that flowers that represent my momentary state of being. Das kann eine tolle Alltagsübung sein. Also That can really be a great daily exercise. kurze Meditation. Und Just a short meditation. da kann ich auch gleich so eine kleine Werbung machen. Wir haben nämlich gerade eine App gemacht, And I could do a small advertisement because we just finished doing an app, also eine Handy-App, wo an application for the mobile, wir Kurzmeditationen aufgenommen haben. where we recorded several short meditations. Einfach nur um für alle Menschen, die keine Zeit haben, haben wir es It's just for all those people who have no time. genannt. Also Mini-Meditation. So they're really mini meditations. Und dass man sozusagen eine 10 Minuten sich nimmt für den Weg nach innen. 10 So the idea is to take just 10 minutes for this path to the inner core. Minuten, um diese Rose einmal zu sehen. Only 10 minutes to see this rose once. Was zeigt mir mein Inneres heute? What does this inner core show me today? Eine Minute, einfach nur Stille. Also Just 1 minute, silence. das ist für mich Basisspiritualität, indem To me, this is basic spirituality ich zu mir wiederkomme. Und that brings me back to myself. ohne das, glaube ich, hilft alle Spiritualität nichts. And I believe that without this, all spirituality of the world doesn't help. Sondern wirklich diese Momente in meinem Tag auszudehnen, wo ich But to really start expanding these moments in my daily life, entspanne, wo ich Kontakt aufnehme zu where I relax, where I get into contact mir. with myself. Und so einfach wie es klingt und so schwer ist es im And as simple as it sounds, as difficult it is usually in daily life, Alltag, weil wir doch mit 1000 Sachen abgelenkt sind und because there's always 1,000 things to do. es ist immer wieder daran zu erinnern, dass das der Weg ist, um zu sich zu kommen. So to keep on reminding us that this is a path to come back to ourselves. Du hast vorhin auch den Körper erwähnt und auch die Natur. You mentioned before the body and also nature. Was bedeutet, gehst du da speziell mit deinem Körper um? Machst du da, oder ist es mit einer Ernährung? How do you treat your body? Is there anything special? What about nutrition? Oder ist es einfach so alltäglich, sage ich jetzt mal? Or is this just normal daily stuff? Also der Körper ist für mich eine sehr, sehr wichtige, ich nenne immer, es ist wie so ein Mietwagen. Well, the body to me is really important. I call it it's like a rented car. Den wir für dieses Leben bekommen haben. We rented it for this life, Und manchmal gehen wir mit diesem Mietwagen um, als hätte er Vollkasko. and sometimes we really think he has total insurance, Und wir können den zurückgeben, wie wir wollen. and we could give him back whichever way we want to. Und das tun wir ja auch. Aber And very often we do that. But to take care of him and to move him, dadurch, dass der Körper all diese Emotionen trägt, ist es so wichtig, this is so important because the body carries all our emotions. achtsam mit ihm zu sein. Und ich bin jetzt hier zum Beispiel auf Lesbos und jeden Morgen To be aware and conscious about him. Like here, I'm on Lesbos, and every morning gehe ich mit meinem Paddleboard zum meditativen Paddeln. Ich gehe I take my paddleboard and do meditative paddling. eine halbe Stunde hier einmal um die Insel rum.
Takes half an hour once around the island. Und bin einfach mit meinem Körper, bewege ihn And then I'm really with my body. I move him. achtsam. Und in Deutschland gehen wir I'm very aware. And in Germany we go running. joggen oder ja, wir bewegen den Körper. We just move the body. Wir versuchen uns, ja, ihm das zu geben, was ihm gut tut. We try to give him what is doing him good. Und auch das ist bewusstes Sein mit meinem Körper. And this too is conscious being with my body. Was stecke ich in ihn hinein? What do I stuff into him? Und ich sag mal, ich glaube, das ist die Qualität, die ich mir selber schenke. Und And I would say this is a quality that I gift myself. da achtsamer zu werden, das ist ganz wichtig. Ich bin kein And it's very important to become there more and more aware. Fundamentalist, also ich sag mal, Flexitarier. I'm not thinking fundamental, I'm a flexitarian. Ich esse wenig Fleisch, aber wenn ich irgendwann I eat only little meat. mich überkommt, dann esse ich auch mal eine Currywurst und Pommes und But when I really get the craving, then I eat a sausage and French fries. das ist okay. That's okay. Und für mich fühlt sich das dann gut an und That feels alright for me. dann aber auch wieder zu schauen, okay, wenn ich nur Pommes und Currywurst esse, dann wird es der Körper irgendwann mir zurückgeben. But of course also knowing if I only eat sausage and French fries, then my body is going to give this back to me somewhere. Mit mir spiegeln. Also so wie ich mich wahrnehme, es gibt es kein Dogma, das muss man so machen oder so machen, So as I perceive you, there's no dogma you have to do it this way or the other. sondern es ist so einfach fließend, It's just in a flow, sich selbst wirklich im Moment zu sein just to be with yourself in the moment und das zu wahrzunehmen, was sich jetzt zeigt und and to perceive what shows up now daraus dann das Weitere entstehen lassen. and allow the other stuff to arise from this. Ja. Also das Transformationscoaching ist eine Lebenshaltung. Yeah, this transformational coaching is a way of living. Das Transformationscoaching ist etwas, was keine Technik ist oder It's not a technique irgendwas, nicht irgendein Trick oder so, sondern and it's also no trick. also wir machen kein NLP, wo man sagt, We are not doing NLP. wir legen irgendwas drüber und das ist weg. We are not saying we put something on top and then it's gone. Sondern es ist etwas, was wirklich eine Art der Lebenshaltung It's really something, a way of living your life. ist. Wie gehe ich mit dem um, was ist? How do I deal with that, what is? Und ich habe am Anfang schon gesagt, entweder ist da ein Ja zu dem, was ist, Ja zu And mir, I- Ja zu meinem Said it before, either there's a yes to what is, a yes to myself, Gefühl, ein Ja zu meinem yes to my feelings, Gegenüber, Ja zu der yes to the other persons, Welt, yes to the world, oder ist da ein Nein? or there is a no. Und die andere Frage, die sich stellt, wer ist mein Coach? Ist es die Angst oder ist es die Liebe? And the other question that comes up is, who's my coach? Is it fear or is it love? Und also da zu schauen, wie oft treffe ich Entscheidungen aus der Angst heraus And to look there, how many times do I decide something out of fear? und wie oft treffe ich Entscheidungen aus der Liebe? And how often do I decide something out of love? Mehr und mehr in ein Leben zu kommen, wo ich mit meiner Angst an der Hand Entscheidungen aus dem Herzen treffe. And to more and more enter a life where I take fear by the hand and together we decide out of the heart. Mutigen Weg gehe und To walk my path courageously dadurch wachse. and can grow through this. Und es klappt mal mehr, mal weniger. And sometimes this works really well and sometimes not so. Und das ist auch so, das, was wir in den Seminaren weitergeben, ist wie alle anderen auch. Und ich And what we pass on in the seminars is like all the others are saying the same. habe immer, ja, so, wenn Menschen mir das Gefühl geben, dass sie es schon hinter sich haben, And when people give me the feeling that they've done this already, da habe ich immer so ein bisschen
kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Then I have difficulties imagining this. Weil ich habe so das Gefühl, ich habe noch keinen Erleuchteten getroffen und Because I've never met anybody who was completely enlightened. also dieses Erleuchtetsein, die meisten Menschen sind einfach, es ist nicht das Thema, sondern es And for most people, this is not the topic, being enlightened. geht darum, eine andere Umgehensweise mit dem Leben zu finden. It's more about finding a different way of dealing with life. Bin ich im Widerstand mit dem Leben, Am I in resistance with life? dann wird es mir Widerstand entgegenbringen. Then I'm going to meet resistance. Und wenn ich Ja sage zum Leben, zu dem, was ist, And when I say yes to life, to what is, wird das Leben freundlich. Das habe ich then life turns gentle. erfahren. That's Im my Moment, wo ich meinen experience. Widerstand aufgebe in den Situationen, die mir And the moment I let go of my resistance, am schwersten fallen, kommen plötzlich die großen Türen, die in those moments where it's really difficult for me, plötzlich aufgehen. then the really big portals open. Das ist so. Yeah, this is how it is. Kennst du auch so, gell? Yeah, you know that too, huh? Yeah, absolutely. Wenn ich wirklich ganz aufgebe, dann funktioniert es. When I really give up completely, then it works. Es ist nicht mehr so richtig. Ja. Hast du ein kleines Lebensmotto? Would you have a motto of life? Bitte? Hast du ein Motto für dich so? Do you have a motto for yourself? Ein Motto. Ja. Also für mich ist tatsächlich, mein Motto ist immer mehr Ja zu mir und zum Leben zu sagen. Well, my motto is more and more to say yes to myself and to life. Und das für mich ist auch der Trick dabei ist, ich sage oft genug Nein, And there's a trick about it, because very often I say no, aber ich kann mich inzwischen dabei beobachten. but I can observe myself in the meantime while doing it. Und ich kann so beobachten, dass es so zwei Teile in mir gibt. And I can observe that there are two parts within. Das eine ist so dieser Ego-Teil, der One is the part that's called ego, dann anfängt zu schimpfen und entweder auf mich oder auf die anderen that starts getting angry about myself or others, und der ganz genau weiß, was falsch und was richtig ist. and he always knows exactly what's right and what's wrong. Und dann gibt es aber noch einen anderen Teil, der das Ganze beobachten kann und But then there's this other part that really can observe all this sagen kann, ja, jetzt ist er gerade wieder da. Und letztendlich sozusagen, wenn ich es schaffe, diese beiden Teile da sein zu lassen and then he can say, well, look, I'm here again. And when I manage to allow both parts to be there und den beobachten kann, dann sind schon mal zwei da. Ich bin and just observe this, and two are present. nicht nur dieser Ego-Teil, sondern ich nehme ihm allein damit Kraft, indem ich ihn beobachten kann. And just through observing this ego, I remove power from him. Und das kann ich in meinem Leben sehr gut anwenden. And I can use this really well in my life. Wenn ich mich dann, manchmal habe ich auch so richtig Lust, da reinzugehen und dann bin ich auch völlig unbewusst, aber ich beobachte And sometimes it's really fun stepping into this and becoming totally unconscious. mich dabei. But then I observe myself while doing this. Und irgendwann steige ich da wieder aus. Und And then there's a point where I step out of this again. Eckhart Tolle nennt es so schön den Schmerzkörper, And Eckhart Tolle calls this the pain body. der so eine Anziehungskraft hat. Da zieht es einem richtig rein. That's very attractive, and you're just being pulled into it. Und das passiert mir immer wieder. And that happens to me again and again. Und auch da kenne ich wenige, denen das nicht passiert. And I've met very few who never have this. Sondern dass jeder auf seine Art, der eine wird ganz still, der andere And everybody's doing it in his way. One turns completely silent, ganz laut. and the other one very loud. Das Ego ist ja unterschiedlich. Ja? The ego can be very different. Und ich glaube, das ist, das zu beobachten, das ist mein Motto, mich And, well, my motto is to observe all this immer besser kennenzulernen und auch so and to get to know myself more and more. ja, meinem Ego so ein bisschen die Kraft zu nehmen. Und
and to withdraw the power from my ego. Es kennenzulernen, es nicht gegen es zu arbeiten, aber And really to get to know it, not to work against it. sozusagen diesen Teil, diesen verletzten Teil in mir, Robert nennt ihn einfach das innere Kind. And there's a part in me that has been hurt. It's a poor inner child. Dieses innere Kind sozusagen an die Hand zu nehmen und nicht einfach ihm das Steuer zu überlassen. And to take this inner child by the hand and not leave the steering wheel to him. War das ein Riesenstück Arbeit für dich? Oder, also das klingt auch so. Well, it sounds as if this was a huge work for you. Oder war das einfach so plötzlich, zack, hey, das ist genau die Methode, die mir was bringt. Or was this more like a flash? Wow, this is a method that really brings me forward. That's like a quantum leap and brings me further on. Also am Anfang war ich glaube, es gibt so einen inneren, dieser Teil wehrt sich. Well, in the beginning, I have the feeling this inner part that really is fighting. Also da gibt es etwas, der sagt, also das machen wir auf keinen Fall. There's something that says, oh, we're not going to do this in any case. Weil, und ich glaube, ein Riesenstück Arbeit ist es, solange dieser Widerstand so groß ist. And I think it's a big chunk of work as long as the resistance is so high. Und es wird in dem Moment leicht, wo ich wirklich dem Leben erlaube, so zu sein, wie es ist. And it really turns easy when I allow life to be as it is. Und auch Situationen mehr und mehr einfach so annehmen kann, wie es ist. And just accept situations as they are, more and more. Der Robert hat 5 Schritte der Verwandlung kreiert und diese 5 Schritte, der zweite Schritt heißt, alles, was jetzt da ist, sozusagen anzunehmen, wie. And Robert created the 5 steps of changement, and the second one is just to accept all that there is right now. Es ist. Ja. As it is. Und das heißt nicht, dass ich alles toll finden muss. And that doesn't mean that I have to agree on all that is. Aber zu dem Raum, in dem es geschieht, ja zu sagen. But to say yes to the space in which all this happens. Und da kann ich es immer noch doof finden, aber And I still might think it's crazy or stupid. das Leben ist, wie es ist. But life is as it is. Wenn ich diesen Schritt schaffe, And when I can do this step an meinen Themen, hört in any of my topics, das Leid ein gutes Stück auf. then suffering really stops. Und das ist etwas, was auch jeder aus seinem Leben kann. Wenn ich in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, And this is something that everybody can take out of his life. es war, wie es war. Just to say, okay, what happened, happened. In dem Moment wird es weich. In that moment, something becomes soft. Solange ich Nein sage zum Leben, solange ich dagegen kämpfe, As long as I say no to life, as long as I'm fighting, sagen, nein, ich will nicht, dass es so ist. as long as I say, no, I don't want it to be this way, In dem Moment kommt Leid. in this moment, suffering comes. Das ist ein wunderbarer Abschluss. This is a wonderful finishing sentence, Ja zum Leben zu sagen. an invitation to say yes to life. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr interessante und spannende Gespräch. Thank you so much for this talk that was so interesting and exciting. Herzlichen Dank. Thank you. Ich danke euch für das Gespräch und ich I say thank you to you, wünsche euch alles Gute bei eurem Kongress. and I wish you all the best for your Congress.